Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Was für eine Freude, dass du da bist. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Pure Liebe ist das, was das Universum eigentlich ist. Nur sind wir durch die Entwicklung auf der Erde vom Verstand, durch den Verstand, von dem Wissen und dem wahren Wesen, was wir wirklich sind, abgetrennt. In Atlantis kam der Verstand das erste Mal hier auf die Erde hinein, sodass die Menschen sozusagen anfingen, aus den eigentlichen Fähigkeiten, das war ja die Zivilisation auf der Erde, war ja schon viel weiter, dass die Menschen anfingen, Separierung zu leben, sich in Gruppierungen aufstellten, so die ersten Anfänge von sowas wie Stadtstrukturen oder von oben nach unten Strukturen und so weiter in die Welt reinzubringen. Und das sogenannte Kali-Yuga-Zeitalter, das dunkle Zeitalter, ist bestimmt durch die Präsenz im Körper vom Verstand, wodurch einmal die Realität verdreht wird, nämlich wir glauben, zum einen, wir wären getrennt von allem, einsam und alleine und verlassen. Und wir wären klein und nichts wert. Und wir könnten uns nicht vertrauen und dem Leben nicht vertrauen. Der Untergang von Atlantis ist deswegen passiert, weil die Kräfte, die vorhanden waren, durch das Hereinkommen mit dem Verstand so verwendet wurden, dass sie gegen die Natur des Menschen gingen. Du kannst sagen, das kam durch die Anunnakis, die da reinkamen und das sozusagen sich zu eigen machen wollten oder was auch immer. Wesentlich ist, dass wir jetzt an dem anderen Pol in der Geschichte stehen. Viele Menschen, die damals auf Atlantis da waren, sind auch heute da und sind mit dem Bewusstsein hergekommen, zu unterstützen, dass die Menschen sich wieder erinnern an das, was sie wirklich sind, nämlich göttliche Wesen, göttliche ungetrennte Wesen. Genau genommen ist einer inkarniert. Das ist ungetrennt sein. Es macht gar nichts, wenn das erstmal für dich völlig unverständlich klingt. Manchmal muss man mit Dingen einfach mal leben, so dass sich der eigene Horizont erweitern kann, weil man plötzlich durch Schichten hindurchkommt, die man anders gelernt hat, bis man sich an das erinnert, was man eigentlich weiß. Wenn wir diese Verdrehung, dass außen die Realität ist, zurücknehmen und erkennen, dass wir selbst diese Realität erschaffen durch unsere Erwartungen, Gefühle, Expectations, unsere Sicherheit, dass das Leben so und so und so ist und das kommt und vor dem und dem haben wir Angst, das sind ja erst die Dinge, die das so manifestieren. Und du wirst sehen, was du siehst und was du glaubst und erwartest, da ist keine Diskrepanz dazwischen. Weil wenn ich dich jetzt frage, erwartest du von innen sicher und absolut eine Erde, wo pure Liebe und Miteinander gelebt wird? Wo die Menschen, wo immer du hinkommst,
dich unterstützen, dich beschenken, auch wenn sie dich nicht kennen. Wo jedes einzelne Geschäft und jede einzelne Situation, der du begegnest, Menschen sind, die nur für dich da sind und für dich nur das Beste wollen. Wenn du das tatsächlich durchgängig erwartest, ganz ehrlich, dann wird es so sein. Und hier siehst du auch gleich die Diskrepanz und den Verstand. Der Verstand, kannst du sagen, ist ein Erinnerungsspeicher im Kopf. Der Verstand hat überhaupt nichts in sich drin, was da nicht mal hineingekommen ist durch Erfahrungen. Diese Erfahrungen können bis hin zu früheren Leben gehen. Diese Erfahrungen können auch andere Menschen gemacht haben. Und die sind mit dir präsent. Aber alles, was im Verstand ist abgespeichert und gehört zur Vergangenheit an. Der Verstand kann nichts sagen über die Dinge, die wirklich kommen. Er kann aus der Vergangenheit heraus predikten, also so tun, als so und so. Ja? Nur duplizieren und sozusagen wieder nach vorne werfen. Das ist ein sehr limitiertes Bewusstsein. Der Verstand arbeitet mit der Angst, weil er will dir dann zum Beispiel auch davor helfen, Dinge wieder falsch zu machen, die du früher schon falsch gemacht hast oder wo du die Treppe runtergefallen bist, will er dir sagen, da sind Stufen und so weiter. Das ist ja auch sinnvoll. Und es ist ja auch so, dass es Bereiche gibt, wo der Verstand seinen Sinn hat. Aber der Verstand hat eben nicht seinen Sinn, wenn es in irgendeiner Form um das Thema Leben geht, Lebensfragen, um die eigene Zukunft, um das Verstehen, wer wir eigentlich sind, wo wir herkommen, warum wir hier inkarnieren, wofür das Ganze, wofür erleben wir jeden Tag das, was wir erleben. Das weiß der Verstand nicht zu beantworten. Wenn wir anfangen, wach zu werden dafür, und auch für die Frage, wo kommen wir her, was wollen wir, was ist der Sinn des Lebens, wie ist das mit der Trennung, was spielt mir mein Verstand vor? Wenn wir da hineinschauen und immer mehr sehen, der Verstand gibt lauter Ratschläge, ohne gefragt zu werden, lautstark und lauthals. Und wenn du genau reinschaust, dann siehst du, dass der Verstand sehr viel mit der Angst arbeitet. Und du kannst auch sehen, dass du, wenn du dem Verstand und der Angst folgst, nur einen sehr kleinen Radius in deinem Leben von deinem eigentlichen Potenzial in der Lage bist zu leben. Wenn du anfangen willst, mit dem in Verbindung zu treten, was du eigentlich bist, und aus dem Rad des Leides, der Schwierigkeiten und des Kleingehaltenseins heraustreten willst, dann geht es darum, dass du hineinsinkst in dein Herz und den Empfindungen und Gefühlen, die in dir auftauchen, aus ganz tiefen Quellen anfängst, Glauben zu schenken, Vertrauen zu schenken. Und wenn du noch tiefer gehst und wirklich in die Verbindung von deiner inneren Stimme gehst, die bei mir 2006 aufgetaucht ist, was ich innere Stimme nenne, was unser eigentliches vollkommenes Sein ist, was sich nicht verändert, was schon vor der Geburt gleich war, während des Lebens gleich ist und auch nach dem Leben gleich bleibt, was dahinter ein Beobachter ist. Wenn wir ganz tief in der Meditation in uns hineinsinken, können wir diesen Teil sehen.
Wenn wir damit in Verbindung treten können und daraus leben können, leben wir ein ganz anderes Leben, wie das Leben aus dem Verstand. Es hat nichts mehr mit dem zu tun, was der Verstand einem vorspielt, was man alles nicht kann und warum das alles nicht geht und warum man nicht an sich glauben kann und warum man ganz klein leben soll. 2006 ist das, ohne dass ich das wollte, in mir aufgetaucht und ich habe sehr, sehr viel verstanden. Du könntest sagen, das ist wie so eine Art Erwachen passiert, wo ich viele Dinge kennengelernt habe und ich durfte dann Schritt für Schritt in der Realität, im Leben das etablieren. Und da konnte ich eben erst erkennen, wie der Verstand arbeitet und dass der Verstand immer gegen die eigentliche Natur von uns arbeitet. Die eigentliche Natur von uns ist, dass wir angeschlossen sind an unserem Herzen und an unserem wissenden Anteil in uns und nicht klein der Angst folgen. Das ist überhaupt nicht, wer wir wirklich sind. Wenn ich sage, einer ist inkarniert, dann sehen wir in jedem Einzelnen Anteile von uns. Das, was uns am anderen ärgert, sind die unaufgeräumten eigenen Anteile in uns, die wir noch nicht erkannt haben und nicht entlassen haben, wo wir selbst in einen Victim-Status, in einen Opferzustand hineinrutschen, zum Beispiel das Gefühl haben, wir werden von einer Situation von außen manipuliert und können nicht anders. Und da sieht man das Spiel des Lebens und der Manipulation vom Verstand. Weil, wenn ich jetzt innen erkenne, das ist ein Anteil in mir und den loslasse, dann verändert sich die Situation außen. Und in dem Moment fange ich an, in die Kraft zu gehen. Wenn ich natürlich außen in die Reflexion gehe und meine Außendinge regeln und verändern zu wollen, dann ist das so, wie wenn ich mit dem Spiegel in Diskussion trete und dem Spiegel etwas anderes verlange, als was ich ihm zeige. Ein Spiegel kann nur spiegeln, was er wahrnimmt. Die Realität außen, und solange wir die Realität als außen erfahren, bindet unsere gesamte Kraft. Weil wir wie Don Quixote gegen die Windmühlen anfangen zu kämpfen. Weil wir tatsächlich dadurch das Außen nicht ändern können. Das ist ja genauso, wie wenn ich, sag mal, irgendeine Problematik in meinem Leben habe, an meinem Wohnort mit, sagen wir mal, mit meinen Nachbarn und so weiter. Und wenn ich dann sage, also jetzt haue ich den Hut drauf und ich gehe jetzt da weg und gehe woanders hin und ich habe das aber nicht in mir gelöst, dann nehme ich das sauber mit mir mit und gehe zum nächsten Platz und wundere mich, warum ich dann da vielleicht noch viel größere solche Probleme habe. Ja, weil ich sie in mir nicht gelöst habe. Also wenn ich den Gang nach innen mache und erkenne, okay, innen ist die Ursache, außen ist die Wirkung, ja, dann fange ich an, sozusagen aus dem Kali-Yuga-Zeitalter herauszutreten, aus dem dunklen Zeitalter, aus dem verstandesgeführten Zeitalter und sehe, wow, zeitverzögert, wenn ich es von innen ansetze, wie mein Außen sich restlos wandelt in die Richtung, wie ich aufgeräumt habe und wie ich in mir verankert bin und wie ich neu von innen erschaffe. Wie viele Situationen, vor allem höre ich von Menschen in Europa, die sich sehr über ihre anderen Mitmenschen ärgern, weil es so viele Menschen gibt, die so negativ und unangenehm und schrecklich sind. Wenn ich jetzt aus der Perspektive meines Inneren schaue und nicht aus dem Verstand heraus, was sind das für Menschen, die alle da so schrecklich um mich herum sind? Wenn ich sage, einer ist inkarniert.
Die Menschen um mich herum, die dieses Schreckliche spiegeln, sind unterbewusste Ängste in mir, nicht so leben zu können, wie ich wirklich leben will. Vielleicht meine unterbewusste Angst vor irgendwelchen Dingen wie Krieg oder sonst etwas. Das Unrundsein in mir selber manifestiert sich in dem Ärger der Personen um mich herum. Erkenne, wenn du jetzt in dir anfängst, die Ängste zu entlassen und aufzuräumen, dass du damit diese ganzen Erscheinungen um dich herum verändern kannst. Wenn wir so schauen, dreht sich das gesamte Leben und wir sehen auf einmal, dass jede Lebenssituation und jede Herausforderung eigentlich ein Geschenk ist, unser Bewusstsein zu wandeln, zu verändern und dadurch plötzlich mehr und mehr für das zu erwachen, was wir wirklich sind. Ist nicht der Sinn des Lebens zu erwachen zu dem, was wir wirklich sind und unser eigentliches Potenzial zu leben? Ist nicht der Sinn des Lebens zu erkennen und frei dein wahres Wesen zu realisieren? Dieser Punkt von außen nach innen ist der Schritt, frei zu werden im Bewusstsein. Nicht mehr den Verstand zu verwenden, sondern den Kanal an das Göttliche in uns. Hier ist ein unendliches Wissen, was auch sehr praktisch und konkret ist. Dieses Wissen, was wir in uns haben, was über die innere Stimme geht, ist in der Lage, alles das zu tun, was nicht geht für den Verstand. Es weiß die Dinge hellsichtig, die wir im Verstand nicht wissen können. Es handelt aus dem gesamten Zusammenhang, was der Verstand überhaupt nicht erfahren kann. Wenn wir über unser inneres Handeln und in die Welt gehen, erfahren wir Segen, Reichtum und Fülle. Und natürlich müssen wir, um das immer mehr erfahren zu können, in uns all das entlassen, was die Prägungen von dem Verstand und der Inkarnation und mehrerer Inkarnationen in uns ist. Da ist es unumstößlich, dass wir all das, was wir in der Vergangenheit erfahren haben, entlassen. Vergangenheit, ist fertig. Wenn wir diese Energien in uns löschen, reinigen, entlassen, wird unser ganzes Leben frei, weil es sind immer die Resonanzen aus der Vergangenheit in unserem Verstand, die wir wieder nach vorne projizieren oder die auch in Resonanz gehen, wenn der blöde so und so zum Beispiel das und das tut. In meinen Kursen, in vielen Kursen habe ich Techniken, wie man das löscht. Es gibt 2 Kurse für die innere Stimme, Level 1 und 2, wie ich das wirklich realisieren kann, weil viele Menschen haben ja konkret die Frage, wie mache ich denn das? Das möchte ich unbedingt, ich weiß das, aber wie realisiere ich das? Und ich habe jetzt auch wieder angefangen, One by One zu arbeiten, weil ich in der Natur wohne und so viel zusätzliche Energie bekommen habe, dass ich das wieder anbieten kann. Alles findest du hier
Es ist jetzt die Zeit, die eigene Kraft voll zu entfalten, alles nach Hause zu holen, was der Verstand einem völlig anders erklärt hat, was wir in der Schule anders gelernt haben, wodurch wir vielleicht einfach nur winzig klein und limitiert gelebt haben und eigentlich unten drunter immer noch das Gefühl haben, also das, was wir wirklich vorhatten und wofür ich wirklich jetzt eigentlich inkarniert habe, das habe ich überhaupt noch gar nicht gefunden oder das lebe ich noch gar nicht oder da bin ich noch gar nicht. Das ist ein wichtiges Gefühl, denn dieses Gefühl bringt dich dorthin, die Bewegung und Schritte zu machen, die Kraft nach Hause zu holen. Und die Kraft nach Hause zu holen ist eigentlich nichts anderes oder ist nichts anderes als das Gelernte, das Außen die Realität ist, loszulassen und das auch auszutesten und selbst auszuprobieren im Leben. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht. Ich rede nicht irgendwas daher, was ich gelernt habe, sondern das ist pure Erfahrung. Und es geht darum, das in deinem Leben auszuprobieren, zu sehen, wow, wenn ich innen anfange zu sorgen, was sind denn die Bilder, die ich in mir habe, die sich außen projizieren und die in mir verändere, dann verändere ich ja tatsächlich mein Leben in die Richtung, wo ich es wirklich haben will. Da funktioniert natürlich auch Manifestation im Prinzip. Weil es sind ja die Bilder, die innen sind, die sich im Außen zeigen. Nur vielfach ist das, was man bei der Manifestation heutzutage so findet, noch nicht ganz komplett, weil es noch nicht ganz aus dem ganzen größeren Zusammenhang heraus gegeben wird oder gezeigt wird, wie die Technik wirklich funktioniert. Weil es hilft nichts, wenn ich nicht in mir aufräume und wirklich durchgängig verstehe, okay, wie funktioniert denn das Leben eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Wer bin ich? Worauf kommt es wirklich an? Und danach entsprechend handeln kann. Wir sehen ein Leben, was mit unserem Herzen verbunden ist und sind unendlich dankbar, wenn sich das im Außen realisiert, was wir in uns verändert und neu erschaffen haben. Ich kann dir mal hier kurz zeigen, wie zum Beispiel das bei mir hier konkret ausschaut. Ich lebe im Paradies, in der Natur, in der Stille von der Natur mit Naturgeräuschen und meinen Hunden und meinem Mann und lebe in allen Bereichen ein unglaublich freudiges Leben und habe gelernt, jede Situation, die sich mir im Außen zeigt, auch wenn sie mir mal nicht gefällt, ist eine Fragestellung an mich, weiter etwas loszulassen, was in meinem Bewusstsein noch gebunden an den Verstand ist und die Erinnerung aus dem Verstand. Der Wandel im Bewusstsein ist der Wandel in jedem Einzelnen. Und je mehr wir uns selber wandeln, nehmen wir alle um uns herum mit, da nichts getrennt ist und nur einer inkarniert ist. In diesem Sinne, ich freue mich unglaublich, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Kanal hörst und gerne hörst und noch nicht abonniert hast, wenn du dieses tust. Und ich freue mich sehr, wenn du mir unter diesem Video aufschreibst, was du genau selber erfährst im Moment im Leben und womit du in Resonanz gehst von dem, was ich dir sage und wo du vielleicht auch noch Fragen hast zu dem, was ich hier erzähle. In diesem Sinne freue ich mich auch, wenn du es weiter verteilst, dieses Video, und ich freue mich von ganzem Herzen auf dich.
Bis nächste Mal. Bis dann.